Krypto 13. April 2023 Ausblick. Für alle Kryptoliebhaber da draußen könnte es interessant sein, zu erfahren, wie die Aussichten für Bitcoin heute, am 13. April 2023, sind. Auch wenn kein Experte die Preise wirklich vorhersagen kann, gibt es viele Beweise dafür, dass die Zukunft der Krypto sowohl positiv als auch negativ sein wird. Alles hängt einfach von der Zeit ab. Egal, ob Sie fragen, wie hoch die Preise in den kommenden Wochen oder Jahren sein werden, die Perspektive wird überwältigend unterschiedlich sein. Das liegt daran, dass die Preise natürlich auf jedem Markt steigen und fallen. Was ist Bitcoin? Mit dem Fall von SVB fragen sich immer mehr Menschen über Krypto und Investitionen in Bitcoin. Bitcoin ist eine digitale Währung in einem dezentralen Netzwerk, das nicht von einer zentralen Behörde oder Regierung kontrolliert wird. Der Wert von Bitcoin kann extrem volatil sein. Einige Anleger verlassen sich darauf, um erhebliche Gewinne zu erzielen. Es geht darum, zum richtigen Zeitpunkt zu kaufen. Bullenmarkt 2022. Vor kurzem hat Bitcoin Rekordtiefs erlebt, was ein Zeichen für einen ziemlich heftigen Bärenmarkt im Jahr 2022 ist. Es ist wohl ein guter Zeitpunkt, als Reaktion darauf zu kaufen. Die Bitcoin-Werte sind immer noch relativ niedrig, wenn man den Kaufpreis, pp. Von 30.736,08 gegenüber dem Rekordhoch von 68.789,63 $ berücksichtigt. Bullenmarkt 2021. Im Vergleich dazu ist ein Bullenmarkt ein Markt, der zu diesen Rekordhöhen führt. Dies ist der Zeitpunkt, an dem die Preise bis zum Mond steigen und die Begeisterung für den Kauf von mehr in der gesamten Gesellschaft weltweit groß ist. Was sind wir heute? Obwohl niemand wirklich vorhersagen kann, was Bitcoin tun wird, kann man mit Sicherheit sagen, dass der Zusammenbruch mehrerer US-Banken in diesem Jahr bisher zu einem Bullenmarkt geführt hat. Da Banken bankrott gehen, verlagern die Menschen ihre Investitionen in digitale Vermögenswerte wie Bitcoin und Ethereum. In der unmittelbaren Zukunft sind wir definitiv auf dem Vormarsch. Die Anleger haben großes Vertrauen in Bitcoin und sind mit der Leistung unserer Banken sehr unzufrieden. Was ist Ethereum? Ethereum ist aufgrund seiner Marktkapitalisierung und der Anzahl der investierten Personen ein weiterer Topcoin. Heute liegt der pp von ETH bei 2.104,64 US-Dollar, Tendenz steigend, mit einem Rekordhoch von 4.891,70 US-Dollar. Was zeigen die Daten? Basierend auf den Daten beider Münzen ist es ziemlich offensichtlich, dass die Preise im Vergleich zu ihren Höchstständen ziemlich niedrig sind. Aber es wäre verrückt von uns, wenn wir nicht erwarten würden, dass die Preise für Bitcoin und Ethereum unter 17.000 US-Dollar bzw. 1.200 US-Dollar fallen könnten.
Wir Kryptoinvestoren wissen, dass alles möglich ist, und man sollte einfach mit dem Schlimmsten rechnen, aber die Risiken mindern, um investieren und Gewinne erzielen zu können. Global Spy-in. Viele lieben Krypto, weil es die neue moderne Technologie von heute für den Kauf, Verkauf und die Verwaltung ihrer Finanzen, Produktbeschaffung und Dienstleistungsbeschaffung ist. Ja, du hast mich gehört. Mit Krypto können Sie Dinge kaufen, genau wie normale Münzen und Dollars, die wir alle gewohnt sind. Wir lieben Kryptowährungen, weil die Welt von Tag zu Tag mehr Kryptowährungen einführt. Die Länder, die ihrer Zeit voraus sind die Länder, die innovativ sind. Die Länder, die sehen, wie Technologie und Unternehmen die Wirtschaft auf der ganzen Welt unbezahlbar verbessern werden. So viele Länder bieten ankommenden Unternehmen und Kryptoinvestoren vorteilhafte Situationen, weil diese Dinge die lokale und nationale Wirtschaft verbessern und Entwicklungsländern Chancen bieten, die sie sonst vielleicht nie erhalten würden. Die USA sind mit der Zeit zurückgeblieben. Als Land erlauben wir, dass unsere Geschäfte und Kryptogewinne woanders hingehen. Wir erhöhen derzeit Steuern, retten Banken, zwingen die Steuerzahler, die Kosten zu tragen, lassen zu, dass das Gesundheitswesen ein privatisiertes, kostspieliges Durcheinander ist, schrecken Unternehmen hier zu Hause ab und schrecken alle Kryptoinvestitionen ab, anstatt bestimmte Investitionen anzubieten, die für Investitionen zugelassen sind, genau wie wir an der Börse investieren. Wir haben Regulierungsbehörden, die der Öffentlichkeit Optionen bieten und risikoärmere, zuverlässigere Investitionen genehmigen. Stattdessen haben wir keine Empfehlungen dazu, was empfohlen wird. Stattdessen werden Maßnahmen ergriffen, um Kryptoinvestitionen insgesamt zu stoppen oder abzuschrecken. Erhöhte globale Akzeptanz. Da immer mehr Länder Kryptowährungen einführen, wird der Wert auch in Zukunft weiter steigen. Während diese Investition volatil ist, gilt, je mehr sich beteiligen und desto mehr Geld wird eingeführt und ins Spiel gebracht, desto besser werden die Preise für uns alle steigen. Einige Anleger verdienten Millionen und ein noch kleinerer Teil verdiente Milliarden aufgrund ihrer Kryptogewinne. Aber auch hier ist nicht abzusehen, was genau passieren wird. Sind die genauen Ergebnisse wirklich wichtig? Warum ich einkaufe? Als jemand, der datenorientiert, technisch versiert und aufgeschlossen ist. Ich denke einfach, dass Krypto ein revolutionäres Konzept ist, das im Laufe der Zeit durch eine zunehmende weltweite Akzeptanz nur noch an Bedeutung gewinnen wird. Natürlich kann es wie bei jeder Investition steigen und fallen, aber wen interessiert das schon? Vielleicht werden Sie mit der Zeit gewinnen, wenn Sie ein Diamanthände-Typ sind. Die besten Ergebnisse werden oft erzielt, wenn Sie Ihre Investitionen nicht antasten. Für Sie fallen keine Übertragungsgebühren an und Sie zahlen langfristige Haltesteuersätze. Diamanthände könnten der beste Weg sein. Aber was passiert heute?
Basierend auf den Diagrammen und Vorstellungen des Multimillionärs Alex Becker und anderer, ich persönlich finde, dass die Märkte und die US-Wirtschaft derzeit absolut schrecklich sind. Daher gehe ich davon aus, dass es für uns schwierig sein wird, in irgendetwas zu investieren. Ich denke auch, dass die Preise dieses Jahr nicht so stark steigen werden. Ich persönlich halte einen Sturz für sinnvoller. Was ist mit morgen? Ist es jedoch wirklich wichtig, was heute passiert? Unabhängig davon, wie schlecht die US-Wirtschaft mit Bankinsolvenzen, Inflation, niedrigen Börsenzinsen, hohen Gesundheitskosten, hohen Bildungskosten, hoher Arbeitslosigkeit, geringem Wohnungsangebot, Schwierigkeiten beim Immobilienkauf, hohen Zinssätzen und geringen persönlichen Ersparnissen sein mag, wenn die globale Welt zukauft, sollten wir uns darüber freuen, dass die Preise mit der Zeit steigen. Dies ermöglicht langfristige Gewinne. Was sollte man tun? Nun, tun Sie, was für Sie am besten ist. Investieren Sie nicht, was Sie nicht wegwerfen können. Bei jeder Investition, die Sie versuchen, besteht ein Risiko. Es liegt an Ihnen, welches Risikoniveau Sie bevorzugen. Es liegt an Ihnen, welche Investitionen Ihnen gefallen. Konsultieren Sie unbedingt einen Finanzexperten, bevor Sie Anlagemaßnahmen tätigen. Tun Sie, was für Sie am besten ist. Wette alles, was du hörst. Recherchieren Sie und machen Sie Ihre Sorgfaltspflicht. Ich danke Ihnen allen, dass Sie sich diesem Video angeschlossen haben. Abonnieren Sie unbedingt die hier gezeigten Videos und klicken Sie darauf, um weitere Videos anzusehen, die Ihr Leben auf ein höheres Niveau bringen.